Buenos dias. Ich heiße iedereen ein herzlich willkommen, der du zu diesem Gottesdienst erschienen ist. Mag Gott sein Friede hier in unserem März sein und mag er uns hier von der Mars begleiten. Ich will Ihnen grüßen mit den Vers, was wir hier auf dem Bulletin finden. Es sind eigentlich 2 Versen aus 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Das eine ist das: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass auch wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Buenos días también a los hermanos de la iglesia del campo 114. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y siéntanse en casa aquí en nuestra iglesia, ya que en Cristo todos somos un cuerpo. Quisiera también leer los mismos versículos que acabo de leer en alemán, en español, y los encontramos en 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 4, y dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Unos breves avisos a los de habla hispana. Para los que vienen la primera vez, solamente para avisarles que allá en la entrada a mi mano derecha ahí están los baños por si es necesario usarlos, y si no saben dónde quedan, ahí les preguntan a los ujieres. Y también el que no tiene equipo de traducción, ahí atrás también los ujieres les pueden brindar un equipo de traducción y ayudarles con eso. De aquí en adelante el programa va a ser en alemán, pero traducido al español. Y muchas gracias, Wendy, por hacer la traducción. Vamos a orar. Vater, wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Morgen. Herr, ich danke dir, dass wir uns das versammeln können. Herr, du hast geführt. Und ich danke dir von Herzen für so eine Menschen, die du hast gerufen, was an Wahns hier war, das Licht, dein Evangelium wiederzubringen. Herr, von diesem Mal versammeln wir hier uns, auch mit Menschen von einer anderen Kultur, die 10 Jahre treffen, vielleicht niemals wohl seine Frau war. Herr, du hast geführt, du hast Menschen angerührt, du hast Menschen können brauchen. Ich danke dir von dir besonders für Jakob und Helena Martins, für ihre Lebens, und ich danke dir für wo sie sein Wahns hier war, sich brauchen zu looten, um das Evangelium wiederzubringen. Dass du bist am Kreuz für uns gestorben, Herr. Herr, und ich danke dir besonders für all die, die hier von der Mars saßen, was die haben angenommen, was das Evangelium haben angenommen, was dein Blut kostbar geachtet haben, und was die um Vergebung kann gefragt, was die nun erhalten haben. Herr, ich danke dir für die Brüder, die hier von der sind, von der Kirche von 114. Ich frage, musst du uns hier so alle Typ segnen. Herr, möchte ihn jetzt von Einheit hier so unter uns sein, und dass wir hier smars können gesegnet worden, musst du alle Stirne wegnehmen. Sie Luther mit David von Herrn, weil mit ihm wird dein, musst du ihm Kraft schenken und durch am Reden, Herr. Dann musst du gelobt werden durch diesen ganzen Gottesdienst. Der bitte ich in deinen Namen, Herr Jesus. Amen. So, wir fangen dann an mit Gott loben und preisen.
Ich möchte zwei Sachen bekannt geben. Das erste ist, wir haben Dienstag offiziell mit dem Orchester angefangen. Und ich habe gehört, dass hier in unserer Gemeinde Menschen sind, die Cello spielen. Cello ist die geratere Geige, was man nicht mehr sehr hören kann, aber manchmal auf dem Stell setzen, für die, die das nicht kennen. Also die Cellisten würde ich sagen, anladen, auch alle, die nur Geige spielen, die Querflöte spielen, die ein anderes Instrument spielen, für Dienstag, Glock 7 zu Uhr. Wir haben dort eine offiziell nicht mehr als Musikgruppe genannt, sondern nennen wir dort offiziell Orchester. Und ich würde einfach alle anladen, die ein Instrument spielen, insbesondere Streicher und Bläser, Gitarristen, können auch hier kommen, auch andere Instrumente, die sind herzlich eingeladen. Dort wir ab nu einmal am Dienstag zu uns über waren. Wir wollen nicht jeder Sonntag abtreten, das ist das was nu, sondern wir wollen spezielle Termine haben, wo wir abtreten mit Präludium und dort wir dann uns einfach reinmerken für seine Events aus dort. Der zweite Punkt ist, wir möchten vom Chor sehr herzlich einladen für die Choreifstunde Freitag Glock 7 zu uns. Wir möchten uns heute für Östere zu Marius aus Chor zu singen. Und wir möchten jeder einem, was du noch stimmhaft und singfreudig ist, einladen. Wir haben von der Berufung gehört. Und ich denke, wir sind viel mehr bereit, noch zu singen. Und das ist das Einzige, was wir hier ewig kennen, dass wir dort im Himmel wieder merken wollen. Das beschreibt uns die Bibel ganz klar. Wer hier nicht singen mag und nicht singen will, wo das dann im Himmel deine, die Bibel sagt, du wollen Gott loben und preisen. Wir kennen das hier all über und ich würde ganz herzlich einladen, dass sowohl Männer, Frühes, Jungscharler, ihr seid herzlich eingeladen zu dieser Aufstunde Freitag, Glock 7 zu uns. Gottes Volk wird jetzt gesammelt. Gottes Volk wird jetzt gesammelt, als das wahre Israel. Fröhlich sollen auch dabei sein, Gottes Gnade ruft auf mich. Eins von Blut und ein Bündnis mit dem Volke Israel. 10 Gebote gab der Mose auf dem Berge Sinai. Gottes Finger schrieb die Worte auf die Tafeln schwer von Stein. Doch das Volk war nicht gehorsam, Israel vergaß das Wort. Gottes Volk wird jetzt gesammelt, als das wahre Israel. Fröhlich will ich auch dabei sein, Gottes Gnade ruft auf mich. Da sprach Gott zu Jeremia, es stand in seinem Buch, mit euch will ich neu beginnen, einen neuen Bund zu bauen. Ich will schreiben meinen Willen in die Herzen, in den Geist, und sie werden dann mein Volk sein, und ich will ihr König sein. Gottes Volk wird jetzt gesammelt, als das wahre Israel. Fröhlich will ich dort dabei sein, Gottes Gnade ruft auf mich. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a este pueblo, por su gracia y su poder. Una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel, por Moisés dio mandamientos, promulgando así la ley sobre las tablas de piedra, con su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó.
La próxima canción que vamos a cantarlo en español. Alle wat het net niet in Spanisch zingen mochten, dan würde ich beten, dat ze dat in ihrem Buch absluiten, wat ze in de bandje vinden. Nummer 200 wat voor nootje? 44. Du hast dat ook in Duits. En ik mocht beten dat je dat in Spanisch aanstroelen. Vamos a cantar esa canción en dos idiomas, en alemán y en castellano a la misma vez. Yo lo voy a cantarlo en español y los otros que quieran cantarlo en alemán, que lo hagan en alemán, no hay ningún problema. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afronta y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz no justo, contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios en él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias. Wieder, weil wir auf dem Bulletin abchecken, tun wir die Bekanntmerkungen. Nummer 1, und das hat geändert, das soll das sein für nächste Sonntag,
So, wenn jemand das vrouwelijk is, dat heeft geändert. En dat wordt van der Klok vorher, wordt de ständig Bibelschule een programma brengen in Bloemendaal. So, mehr Informationen, das ist der Hänge auf dem Bulletin. Nummer 2 braucht Josua voll fair. Nummer 3, Maatwerk als Bibelstunde, Klok 7. Nummer 4 ist Donnerdag, Klok 7, wordt de CMM-Sitzung in Stendrich sein. Vrijdag, Klok 7, als Missionssitzung bei uns von Realizado. Ook vrijdag klok 7, koorübung, zoals Jozef al zei. Zinnen klok 6, Manna Gebetstunde. En nummer 8, ik wil het gleich mal, dat würden alle zelfs noch nur lesen, aber du bloß kort gesagt, knalls Leuven, Bill Ernst und Lavan Wiebe. Sie reden davon, von hier ab dem SWIF ein Projekt anfangen, ähnlich zu dort Hoffnungsheim in Kilometer 14. Warum? Wenn es dort Hoffnungsheim dort also für eine längere Zeit eher voll war. So sie merken nu verschiedenste Enquestas, hier so in Kjorting, mit Vorstehers, zu sein, als uns das Projekt hier so wird möglich sein, zu merken, hier in SWIF. Und sie wollen dann auch, ich glaube, du hast so weit geplant, Baumaterial hast du zur Verfügung, und das Ziel ist dann auch Menschen zu trainieren, um so ein Hoffnungsheim aus das dann zu schaffen. Nummer 9, der Finanzkursus, der wird wieder gegeben worden von Jeffrey Schmidt während der Sonntagsschule. Dort sind alle Erwachsene und auch Jugend angelegt. Und dann nächste Seite, ein paar Bemerkungen für die Jugend. Erstlich, morgen Klok 7, dann erst die Jugendkommentarsitzung, morgen dort. Hier wird ein Kommentar sein, zweitens Klok 7. Und Dienstag wird der Katechismus eingereicht worden, wieder, das ist gewöhnlich. Und dann Donnerstag, 7:30, wird Bibelstunde sein. So, das ist alles von Bemerkungen. Wir gehen dann kurz über die Gebetspunkte und Danksagungen. Hier ist mir ein Teil gekommen, und das ist Peter Hilbrand von Kilometer 18. Das ist Jake und David Niefeld, ihr Onkel. Er ist schwer krank in Monterrey, so wir wollen wieder für ihn beten. Erst ob einmal ernst noch einen anderen Gebetspunkt. Wenn nicht, dann würde ich fragen, wer wir uns dort halbneigen zum Gebet. Warum muss auch das? Vor dem Himmel, wir kommen nochmals vor dir, wir danken dir, dass wir das können tun. Herr, wir danken dir, dass wir so einen Gott haben, als du einer bist, dass du wel Gemeinschaft haben mit uns. Und Herr, was du anladen hast, nach dir zu kommen, unsere Sorge nach dir zu bringen. Herr, du rufst uns abzutun, und ich danke dir dafür. Erstlich will ich dir danken von dir für Schutz. Herr, du bist ein Versorger, und ich danke dir für, wo du für uns sorgen hast, für wo du uns schützen hast. Vielmals nehmen wir das gleichgültig, aber du bist du, und ich danke dir dafür. Herr, ich freue mich wieder für Kranke in der Gemeinde, auch in der Umgebung. Herr, du weißt krank, wer sie sind. Und ich freue, wenn es dein Willen ist, musst du die noch heulende Hand auf ihren ableihen und ihren uitheulen. Herr, so freue ich mich noch wieder für trührende Familien. Es gibt so viele trührende Familien. Und du weißt so krank, wo sie sind. Herr, wir denken hier an ein paar von euch. Ein von der ist jetzt die Familie Niefeld, wird viel Weg auf ihr Sehen, zu Grof gebracht. Musst du an trösten und Kraft schenken, um durch diese schwere Zeit zu kommen und abzukicken die. Herr, macht ihn jetzt und ihn schaffen, und dass sie würden sich kein ganzen Diener hängen anleihen. Herr, so freue ich auch für die Obram-Wieben-Familie von Paraguay, wo die früh gestorben ist. Herr, musst du ihn durch trösten und ihn helfen, durch diese Zeit zu gehen. Und Herr, ich freue mich auch wieder für Peter Hilbrand, Kilometer 18, wenn er schwer im Krankenhaus ist. Herr, du weißt krank wird am Schut. Und ich freue mich, dass du wirst die heulende Hand auf am Ableihen, musst du mit den Doktor sein, wenn sie an behandeln und help die Doktor richtig zu behandeln, omdat hij wordt waar kan durchgestellt worden, wanneer het dien Willen ist. Herr, ich danke dir für all die Taufkandidaten in unserer Gemeinde, die sich entschlossen haben, sich taufen zu lassen. Ich danke dir, dass du hast an ihnen geschaffen, dass sie sich die Hand gegeben, dass sie Buße getan, dass sie nie das Leben haben angefangen mit dir. Herr, musst du wieder mit ihnen sein. Ich finde wieder Kraft und Mut, um vorwärts zu gehen
geistliches Leben und dass sie würden können wachsen. Und wenn die Feind versucht, unmutig zu merken, in diesem Prozess muss die beschützen, muss die eine schützende Wohnraum entsagen und dass sie würden können vorwärts gehen in diesen Wandel, auf diesen schmalen Weg und muss die wieder sehen. Sie wieder mit David, wenn er wieder ungerecht hat, muss die auch wieder so leiden und brücken, dass die Wasser am Brücken. Herr, ich danke dir nochmals für unsere Tarahumara-Mission hier so. Ich danke dir, dass wir uns diesen Tag können feiern. Und ich danke dir nochmals für Jakob und Helena, was du so haben für mehrere Jahre gedient. Musst dir sehen dafür. Ich danke dir auch für Isaac und Maria, was al für längere Zeit an dieser Mission verwickelt sind gewesen. Und wenn sie nu diesen Cargo wollen übernehmen, und als Pastor ist wieder für du so dein, ich frage, dass du wirst Weisheit schenken, dass du wirst Kraft schenken und Perseveranz, dass sie würden durchhalten, musst du mit sein, musst du mit der ganzen Lehrung sein, was du so unsere Tarahumaras sein hast, du kannst alle, du kannst jeder Arbeiter, was du so mithalten hast. Und ich frage, dass du wirst die ganze Tarahumara-Mission wieder an deine Hände nehmen und entweder segnen, Herr. Ich finde wieder Kraft und dass du mehr Menschen würden die fängen und dass mehr Menschen würden gerat werden, Herr. Herr, man sei Salz soll eine Mission angefangen, jetzt in den Boy, und ich frage, dass du das Ganze wieder sehen und dass dein Evangelium wird wieder und wieder gehen und dass mehr Menschen die würden fängen, Herr. Herr, so frage ich noch wieder für die Obrigkeit im Land und auch weltweit, muss die mit der Obrigkeit sein. Ich frage für Frieden und Schutz in unserer Umgebung. Und Herr, so eine Menschen, die angeengt sind, ich frage, muss die nu sein und dass sie würden sich festhalten an die. Und ich frage für so eine Menschen, die Übeltäter sind, die diesen Frieden wollen stieren, muss die unter mit ihnen Jesus, Herr. Ich frage, dass du wirst wieder mit diesem Gottesdienst sein. In den Namen bete ich, Herr Jesus. Amen. Okay, der nächste folgt dann die Botschaft vom Prediger durch Peters. Hartelijk welkom ook van mijn zijde, van deze morgens. En mocht de Herr ons leiden durch diesen Tag. Ich habe mir ein Thema gestellt, eine neue Herausforderung im Leben. Und das wird vielleicht alle die Herausforderung in diesem Moment für Isaac und Maria, aber ich glaube auch für uns als ganze Gemeinde, wird die Herausforderung immer geraten in diesem Bereich, wo wir von reden und wo wir von der mit schaffen und wo wir besonders dann Isaac wollen diesen Auftrag übergeben. Dort habe ich mir einen Text gewählt, ist Josua 1 von 1 durch 9, wenn ihr würden gleich mitlesen. Josua 1 von 1 bis 9. Da sagt es das. Nach dem Tode Moses, des Knechtes Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und ziehe über den Jordan, so du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Alle Städte darauf eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich mit Mose geredet habe. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an das ganze Wasser Euphrat, das ganze Land des Hethiters, bis an das große Meer gegen Abend sollen eure Grenzen sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang, wie ich mit Moses gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt,
denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Sei nun getrost und sei freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und dass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Eine neue Herausforderung. Ein Kapitel wird von der aufgeschlossen und ein neues wird angefangen. Moses wird fertig mit seiner Arbeit, Josua wird dabei, die Verantwortung zu übernehmen und das Volk wiederzuführen. Moses hat das Volk aus Ägypten, aus den Sklavendienst rausgeführt. Er hat ihnen die Gebote gegeben, die Gott beim Berg Sinai gegeben, und hat das Volk überregt. 40 Jahre werden sie nu al in der Wüste gewandelt, und das hat auch zu tun mit den Ungehorsam vom Volk und so weiter. Und versteht mir da, ich will Jakob und Isaac von der nicht vergleichen mit Moses und Josua, aber ich glaube, dass es auch, wo von einem die Arbeit wird übergegeben an anderen. So, Juan hat alle erwähnt, wir sind sehr dankbar für die Arbeit, was Jakob und Helena getan haben. Und wenn sie nun 10 Jahre eine Pause merken, weil wir in unterstützen. Aber sie haben diese Mission eigentlich angefangen. Sie haben die angefangen, so zu sein mit ihrer eigenen Initiative. Da wir nicht die Gemeinde ihr Traum oder die Gemeinde ihr Vision das anzufangen. Das haben sie da mit ihrer eigenen Vision getan. Aber dann ist das Projekt, so wie sagt Meier und Meier, die Gemeinde ist geworden und die Gemeinde übernimmt immer mehr Verantwortung für das. Und da sind wir sehr dankbar für. Aber in dieser Mission fängt von der Union Kapitel an, so zu sein, und dort erst, wo Isaac und Maria diese Arbeit wollen wiederführen, was Jakob und Helena was nicht getan haben. Für Isaac und Maria ist das nun eine große Herausforderung. Wo sie nu wollen mit einer anderen Kultur, einer anderen Sprache schaffen, aber auch in einer anderen Gemeinde so zu sein. Wenn sie hier auch Diakon sind und Diakon bleiben, aber sie wollen, wenn ja nu in unsere Gottesdienste sein, sie wollen mehr in die Gottesdienste sein, wo sie nicht schaffen wollen. Und das ist aber eine große Herausforderung für das lokale Missionskomitee, die wird damit verbunden sein, das wiederzuführen. So, was haben wir zu lernen in all diesem von Josua? Vers 2 und 3 sagt es das. So mache dich nun auf und ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Alle Städte, darauf eure Fußsohlen sollen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich mit Mose geredet habe. Gott hat einen Plan für Josua. Als hij een baby was, stel ik me voor, hield zijn mama
am Kreuz opgeschaut, dass alle Mamas ihre Babys opgeschaut haben. Ich stel me vor, sie wären ein armes Heim mit sehr wenig Zukunft. In der Jugend werden sie leben unter Sklaven. Sie wären Sklaven. Und dort wir erleben. So wir können sagen, ihre Zukunft sagt trüb, die sagt treurig uit. Aber wenn wir kicken dann, einmal die Geschichte von Volk Israel, von Moses, das geht einmal da noch an, wo wir wirklich sind. Wir sind alle Menschen, wir sind Sklaven durch die Sünde, der uns einmal war packt. Josua wird der das Volk frei entschuldigt, dass wir Moses, der das Volk frei aus der Sklaverei in Ägypten. Aber der Herr Jesus wird der uns von dieser Sündensklaverei hat frei gemerkt und uns auch auf dem Weg hat nur das verheißene Land. Einige von uns sind auf 60 Jahre auf diesem Weg, andere sind vielleicht auch 80, andere sind noch mal gestern geboren. Aber wir sind alle auf dem Weg nur das verheißene Land. Wir kriegen dann von ihnen alles. Aber wir sind die anleiten sollen, dass wir alle worden ankommen. Weil wir nicht morgen hängen gewesen, als das Volk Israel. Weil wir nicht schlimm und unzufrieden sind, wenn wir mussten sie viel länger in diesem trüben Zustand wandeln, nicht so? Aber so sind auch Isaac und Maria, sie haben sich willens gestellt, Lehrer zu sein, am Menschen, am Dienst, nun das Land halten zu gehen. Aber der Weg als Jesus, das ist nicht Isaac. Der Weg als Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner kann nur das Land als stark an. Wir sind alle freigekauft, so Petrus das sagt, in Vers 18 und 19, da in das erste Kapitel, 1. Petrus 1, 18, 19. Und die wollten, dass die mit unvergänglichen Silber und Gold losgekauft sind von jenen orechten Wandel, wo je so leben als jene Vorrasch. Je sind mit Jesus in diere Blut erkauft worden. Mit sein aschelje Blut von dat aschelje Lamm. Gott hat uns nicht umsonst gerat. Er hat einen Plan für unser Leben. Wenn Josef seine Familie nicht gedacht hat, was er vielleicht noch mal ein Lehrer worden in Israel, so geht uns das vielleicht mit vielen Menschen. Und ich hatte vielleicht so mit Isaac Maria Eltern reden und Frauen. Hat ihr doch mal gedacht, dass die Kinder noch mal wurden Lehrer worden? Bei so einer Arbeiterstadt. Und Maria Eltern sage ich, ja, vielleicht sind Isaac sie nicht auch durch, will ich was sagen. Aber Dankeschön für kommen und mitbeten, diese Pflicht zu übergeben. Gott hat für jeder Mensch einen Plan. Und wir haben noch auf Sinnerschuld, dass wir sind berufen. Und ich will da nicht viel sagen, aber ein Ding ist ein Beruf, was wir haben, eine andere Sache als die Berufung. Wir haben einen ganz anderen Beruf, das ist Opelgärtner sein. Aber ich habe noch eine Berufung von Gott, besieht für Gott was zu tun. So, Gott sein Plan ist, uns zu brücken. Und das Plan können wir bloß ausführen, wenn wir uns rein ganz auf Gott verlassen, auf ihm vertrauen und uns ganz am Hand geben. Nächstes Mal mir dort fair, wo er brückt, in eine gemütliche Gemeinde sein, wo wir das gemütlich haben, dann einfach sagen,
ich verlot diesen Platz und übernehme eine andere Arbeit, selbst für. Nicht, dass das nicht eine schöne Arbeit ist. Ich glaube, es wird eine sehr schöne Arbeit sein. Aber das ist ganz was anderes. Und von Maria vielleicht nachschwanger, wenn es der Sprachschwur ist, für ihr. Aber einfach sagen, okay, ich komme mit, ich kann ja starten mit Mann in so eine Arbeit. Und das ist gerade, was Gott haben will. Ich stelle mir vor, weil es Josua rütting, weil es Gott am Berufen hat, da folgt doch lang nicht alle, dass das Josua, der wir das vielleicht können tun. Wenn es jetzt heißt Kundschaft da trägt, da will das Volk armen Kalb stehen. Wenn sie glauben, dass das möglich wird, wo Gott ihm zu berufen hat. Stellt euch mal vor. Das Volk wird heute am zu stehen. Und nu muss es erlehrt worden. Mussten das annehmen, dass Gott ihm dort zu berufen hat. Gott gibt ihm ein großes Versprechen für alle Situationen. Wenn ihr im Vers 5 gucken, dann sagt es dort, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Vers 4. Sei wie all, dort du musst Konflikte überwinden. Die Länder werden besatt. Und das ich auch sehe, hey, wieder alles Kundschafter gewesen, hey, wisst reinkriegt, was das sagt in diese Länder. Hey, wisst ganz kriegt, was die anderen Israeliten gesagt haben, die sehen, wie fallen uns eine Grasshopper hier in den Menschen. Das ist, was die anderen Kundschafter sehen. Sie fallen sich nicht nur. Aber es gibt Zeiten, wo wir machen, rein uns bloß im Gebet und auf Gott vertrauen gehen. Josua hat nachher viele Schwierigkeiten. Hat er noch viel mehr zu tun mit den Ungehorsam von dem Volk. Aber da wären Dinge, was sie gut können sein, wo sie die überwinden können. Da wären Gegenstände. Zum Beispiel Jericho, da wir so eine starke Stadt und so eine große Meere. Was mussten sie dann tun? Beten, um die Stadt zu gehen, was Gott sich mit der Stadt wiss. Das dürfen sie nicht. So haben wir als Christen noch viele Dinge in unserem Leben, Konflikte in der Welt, wo wir Gott übergeben. Darum Psalm sagt es in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, so steht: Habt nicht lieb die Welt, nach was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das ist Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer aber den Willen Gottes tut. Wir haben in dieser Welt mit Fleisch zu kämpfen. Galater 4, von 19 bis 21, da haben wir das sehr klar, wo er sagt, dann riecht er ab und die Worten sind vom Fleisch. Ja? Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Sauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zang, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und so weiter. Aber wir haben auch gegen so tun zu kämpfen. Da fing wir in Epheser 6, da von Tieren wieder, wo er sagt, wo wir uns dann sollen antreiben. Dann sagt er, lasst meine Brüder, sie stark in dem Herrn, in der Macht von seiner Stärke. Und dort das Harnisch Gottes antreiben, dass die bestehen können gegen die lastige Anfechtung von diesem Teufel. Wisst ihr, wir reden auf Sinnerschuld von. Wenn wir berufen sind, das meint nicht, dass das immer leicht ist.
Aber das ist so ein gutes Gefühl, wenn wir wissen, wie sind da, wozu Gott uns berufen hat. Aber so viele Menschen sind noch in der Wüste, ja? Nein, Schriva fragt es dit. Bist du noch einmal in der Wüste verirrt, vertwiebelt, oder bist du al ein Besetter von das Land? Das Volk Israel in der Wüste, die werden ganz verirrt. Die bangen sich zurück nach ihr altes Leben. Und ich finde, dass wir sehr viele Menschen in unserer Zeit haben. Die fangen mit dem Christenleben an, aber die bangen sich zurück. Sie sind noch nicht durch die Wüste, sie sind noch nicht was in das Land, wo sie sich sicher fühlen. Und dann checken sie sehr viel zurück, nur das alte Leben. Aber weißt du was? Gott sagt, ich will ihn nicht verloren und nicht von ihn fortgehen. Das wird Josua versprochen. Gott will sich sicher, dass ein Tag von das Versprechen brücken wird, wenn all das abkommen wird. Zum Beispiel, weil Gott hat ja ein Versprechen, sie würden nicht jeden kommen, sie würden das alle können annehmen, so wieder. Dann will es Ahas, da hat einen Mantel verstärken. Dann bei ihm verspielen sie für ein ganz geringes Volk. Da wir lange nicht so mächtig ist Jericho. Dann verspielten sie. Dann mussten sie sich mal weiter ausfinden, wo es hier sind im Volk. Da wir weiter kein Wiederkommen. Viel Strapazen als Josua durchgegangen, aber Gott hält sein Versprechen noch an. Weet je, Gott verändert sein Versprechen und sein Auftrag nicht. Sein Auftrag, sein Versprechen gilt von der noch. Hebräer 13 sagt, der Herr ist mein Helper. Ich will mich nicht fürchten. Was soll ein Mensch mir tun können? So, zum dritten Punkt. Das Wort Gottes ist ein Geheimnis von Erfolg. Für die Sache, aber auch für die ganze Gemeinde. Der Vers 8 sagt es, en lot dit Buch vom Gesetz nicht von din Mühl kommen, aber betrachtet dagen nach, dass die holen mocht alle Dinge nur dem, was dort geschrieben steht, und dann wird die gelingen alles, was die das. Und du wirst weise handeln können. Das ja von dir sehr viel besser. Und wenn wir als Prediger studieren, dann geriet wir viel noch besser, um zu studieren. Bei Prediger 12, von 12 bis 13 sagt, Heidi, mein Sohn, pass auf. Und ich werde das auf Hochdeutsch lesen. Hüte dich, mein Sohn, vor anderen mehr denn viel Bücher machen, ist kein Ende. Und viel Studieren macht den Leib müde. Lass uns die Hauptsumme alle Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Wir wissen dass alle, dass das Gutes und Schlechtes ja, wenn wir Bücher lesen. Und wir müssen verstehen, zu entscheiden. Versteht mir recht, ich sage nicht jeden Bücher, ich sage nicht jeden studieren. Das ist nicht, was ich hier will sagen. Aber Nummer 1 Buch soll immer die Bibel bringen. Sein. Wir haben so viele Menschen, die lenken sich auf von der Bibel und die ruden in Schreiber nennen. Die verleiten sich auf einmal an einen Schreiber und was der sagt,
Gottes Reich. Die Bibel ist Nummer ein Buch. En ook toen de mission doen. Dat is de leidvorm. Dat is het buik wat we brauchen. Van Gott selbst ist uns bloß ein Buch übergeben und da wollen wir uns anhouden. Da war wir die Herausforderung. Ich sehe am Anfang, das Thema wie eine neue Herausforderung. Da wird auch so eine neue Herausforderung uitgeführt kann worden. Isaac, Maria, aber auch die ganze Gemeinde, weil wir unsere Rechtsschnur, unsere Richtlinie immer in der Bibel sehen. Ich muss von dir zu Ihnen sagen, was Gott zu Josua sagt, das sagt er von dir zu Ihnen. Seid getrost und unverzagt. Zum Schluss. Gott gibt uns Herausforderungen. Aber er gibt auch dort, was wir dort brauchen. In Vers 9 sagt Gott zu Josua, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Sein Versprechen und seine Gnade ist genug. Gott sagt zu Josua, ich will dich nicht verloren und nicht von dir gehen. Sein Wort soll ein Fundament sein, was dir tun wird. Nicht unsere Konferenz, nicht diese Kirche, sondern Gott sein Wort. Und Jesus soll der Eckstein sein von alles, was gebiet wird. Ja, das Pastorleben kann einmal ein einsames Leben sein, aber wahrscheinlich, dass Gott sagt, ich werde die nicht verloren und nicht von deinen Sieg gehen. Gott, großer Gott und himmlischer Vater, du gibst uns Auftrags, du gibst uns Verantwortung, du merkst an uns Herausforderungen. Aber Herr, wir vertrauen, dass du auch die Kraft, die Mut und die Leitung geben wirst. Herr, ich freue mich besonders für Isaac und Maria. Und ich danke dir auch für Jakob und Helena, die diese Herausforderung lange gehabt haben und vollführt haben. Ich danke dir für jeder Bruder, jeder Schwester, die von dir hier ist. Und wir freuen, dass du uns wieder im Programm leiten und führen. Und so auch, wenn wir wollen, übergehen zur Bestätigung. Und an uns als Gemeinde bete ich, dass du magst dein Wort an uns auch anbringen, dass wir das klar möchten haben, dass wir alle einen Auftrag, eine Herausforderung von dir haben. Und du musst dir uns schenken, dass wir gehorsam als Gemeinde, als Einzelnen, als Familien gehen. Das ist mein Gebet in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön, David. Nächstens wird eine Gruppe von der Tarahumara uns hier in Leute verbringen. Les pido que pasen enfrente los que van a presentar la canción. Während die Leute noch ein Opfer gehoben worden, und das Opfer geht als ein Dankopfer für Jakob und Helena Martins, für was sie getan haben und für was sie sammeln was sich zu opfern jetzt für diese Mission. Sí, adelante. Nur die Leute, die Jakob Baumund fragen, die Verse hatten da in Ferien zu kommen.
Pues buenos días a todos, que Dios los bendiga. Para nosotros es un privilegio, un gozo estar aquí en esta mañana, y pues estamos agradecidos con el Señor porque nos ha traído aquí, nos ha dado este talento, este don. Pues lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo porque Él se lo merece, y queremos entonar un canto que se llama Quiero cantar una linda canción. Ese canto habla de Dios. Fue Jesús el que nos dio la paz, la alegría, todo eso, y queremos cantarle este canto. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel hombre que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel hombre que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios. El siguiente canto que vamos a estar entonando se llama Mi vida está confiada en Dios. Y es muy cierto que cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues tenemos que estar confiados en el Señor, ¿verdad? No desconfiarnos, porque hay muchas veces que muchas personas les pasa que desconfían de Dios, que cuando uno va a ir a una parte, a veces dice que no va a ir. Pues cuando uno lo toca al corazón para donde lo manda el Señor, pues tiene que ir confiado en el Señor. Este canto se llama Mi vida está confiada en Dios.
vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barquilla ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barquilla ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por el bonito canto y el detalle ahí. Muchas gracias, hermanos. De nächste wil ik Jacob en Helena Martens de gelegenheid geven op te komen, want ze hebben al een kartenbericht gegeven hier sowieso. So ik wil een karte gelegenheid geven naar adelante. Buenos días a todos. Etliche Jahre 3, eine Sache sagt man mit einer Gruppe Männer wird eine Beine angefahren, dann wird ich mit sehr überzeugt, und ich kam sehr überzeugt 3.
dass wir Gottes Willen, dort möglich zu merken, dass alle Taramaras, was hier in der Darpa an man kann schaffen, dass eine Möglichkeit haben, am Sonntagsmorgens zum Gottesdienst zu kommen. Ich sage mir nach, sei er überzeugt. Ich weiß, ich sage, als ich überzeugt, dass es Gottes Willen ist. Und das habe ich auch erfahren in uns Leben. Wir haben vielmals auch schwere Zeiten gehabt und Zweifeln und die haben uns gefragt, ist es wirklich Gottes Willen? Und ein Trägchen da, Gott ist du gewesen von den ersten Tag an. Am sein Heiliger Geist hat geschafft an den Menschen. Ich sage mir das noch überzeugt. Es ist eine Zeit gekommen, wo uns als Familie dort fehlen dort, jemand uns dort aufnehmen dort, wie unsere Jungs waren noch gerade da und wir wollen mit irgendeiner Zeit haben und auch dort soll mit ihren Tauben in die Kirche fahren und zur Sonntagsschule und wir hatten über dem mit einem Geschäft angefangen, was auch viel von meiner Zeit brauchen hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Unterstützung. Ich bin sehr dankbar für Ihre Gaben. Ich habe nicht nur gefragt, aber vielen Dank dafür. Und ich kijk wieder, wir haben gefragt, nu noch ein paar Jahre frei, wir kijken über was nur dem, was der Herr was haben loter für uns. Isaac hat mir gesagt, das tragt, das viel Arbeit. Ich weiß nicht, was sie entschieden haben. Laut einer Satz hat mir sogar von, er dachte an, sein Land zu verpachten. Weil ja, ich meine, ich will Ihnen sagen, sie dann viel von ihrer Dierentit opfern. Um das zu arbeiten. Für uns denken. Seine Gottes waren weniger von seiner Zeit kriegen nu. Weil es braucht Zeit für diese Arbeit. Und det braucht viel Zeit. Ich würde sagen, so steht, ich habe die Zeit, de latere Jahren, mal den Minimum von meiner Zeit, den Ende spent. Ich würde haben können mehr als noch so viel Zeit den Ende spenden. Das ist eine ganze Arbeit. Ich bin dankbar, dass Isaac und Maria, dass sie uns das aufnehmen tun für ein paar Jahre. Ich muss sagen, ich bin dankbar für Ihnen von Sluten das tun. Vielen Dank schön. Får nummer 24 hier om, ja. Vi als Gemeinde, ich als Repräsentant von dieser Gemeinde, will Ihnen hier ein Reconocimiento übergeben, als ein Dankeschön von dieser Gemeinde, für den Dienst, was Sie haben durch diese Jahre getan. Sie haben viel mehr getan, als wir alle top uns können vorstellen. Wir sind ein paar Mal vorne besiegen, in Deutschland sind auch von Jünt, sie haben gesagt, ja, das wird nicht sein. Du soll viel getan worden und du hast noch ein großer Plan, viel mehr zu tun. So wir wollen ein Reconocimiento geben, der sagt so, Mennoniten Gemeinde Surbrvalde CMM otorga el presente reconocimiento a Jacobo y Elena Martens e hijos por su apreciable trayecto llena de entrega y dedicación durante 10 años como líderes en la iglesia tarahumara del Campo 114A. Que Dios les bendiga en esta nueva vida adelante que tengan. Gracias.
Gracias. Ons Herr Jesus kwam en predigte het evangelium. Hij leert en heilt Menschen. Gott verlangt noch immer von uns Menschen, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird und dass das Heil in dieser Welt soll gebracht werden. Jesus selbst will ihn im Himmel führen, gibt diese Anordnung in Matthäus 28, 18 wieder. Jesus kam zu uns und sagt, es ist das. Mir als gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde, darum sollen Gott haben und lehrt alle Völker im Deibte im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehrt holen alles, was ich euch befohlen habe. Und checkt, ich sein begint alle Tage bei der Welt eng. Hij zegt ook in Matthäus 9, vers 37 en 38, de arm is groot, maar weinig zijn de arbeiders. Daarom beet den Herrn van aan dat hij mag arbeiders in deze aarde schicken. En lieve Geschwister, Isaac en Maria, je han hun vinger laten en han en roep van den Herrn, wat uitgegaan is, gevolgd. Je zijn rui deze arbeid im Wienborg, in dem Wiengarten, für die Taramara zu tun. Je han gesagt, je wollen diesen Dienst, wenn wir das so wollen, nan als Hort, als Pastor, dit zu tun. Diese Gemeinde, die Mennonitengemeinde von Burwalde, die unter der Konferenz CMM, Konferenz Mennonita de Mexico, arbeitet, weltjünd für einen 2-jährlichen Termin den Auftrag als Pastor für die Tarahumara Mission übergeben und ihn dort zu bestätigen. Das besondere Dienst und Werk von dem Herrn erfordert von ihnen über eine besondere Hingabe und Treu, dass sie in kleinen und im großen treu sind. Als Arbeiter am Herrn soll wir immer sein Wort mit dem Werk, was wir tun, im Anklang bringen mit Jesus, sein Wandel und was er uns vorgelebt hat. Und als Pastoren, als Prediger, kann ich sagen, sollen wir uns immer bewusst bleiben, dass wir dem Herrn Jesus dienen. Und dass wir am gegenüber verantwortlich sind. Aber sicher sind wir auch die Gemeinde und die Konferenz verantwortlich, wird uns dann rückscheiden. Jene Arbeit wird nicht immer leicht sein und Versuchen oder Enttäuschungen. Vielleicht wird sogar ein Glauben dabei angefochten worden. Aber tritt auf Gott, erwartet den Sieg, den Gott Josua versprach. Den versprach ihn doch. Und Herr versprechen den Auftrag von Jesus. Jeff, kijk, ik zijn bezig alle dagen bij de wereld eng en dat meint durch zijn Heiligen Geist en vertrouwt op zijn Geist. Hij verspreekt zijn arbeiter een grote loon.
1. Timotheus 3,13 sagt, welche aber wohl dienen, die erwerben sich selber eine gute Stufe und eine große Freudigkeit im Glauben an Christum Jesum. In Daniel 12,3 sagt, dort die, wo du gerecht tun, sogar stieren sind, der du ewig dachen. Liebe Schwester Isaac und Maria, wenn je nach Pfosten schloten sind und Wellen sind, dit Pastoramt für die Tarahumara Mission zu übernehmen und ein Versprechen von Treu aufzulegen, da würde ich freuen, dass die würden dort mit hinabkommen bewiesen. ...28. Ik is deiner Gottes, mag von dir jünt einzige Frauen, die ich wünschte, die würden aufrichtig für Gott in dieser Versammlung, diese Zeugen beantworten. Die erste Frau in Gondola und die Isaac und dann zuletzt noch eine Frau. Und Maria. So, die erste Frau ist das. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Gott durch den Heiligen Geist, durch Christus seine Leben, und dass das allein dort abgegründet ist, keine anderen Motive, die dort zu driven, in das heilige Amt, in diesen christlichen Dienst, nennt zu gehen, was antwortest du? Glaubst du, dass der Heilige Schrift von Heiligen Geist eingeeft ist und dass das die Botschaft ist, woran wir allein das Heil haben, nämlich in Jesus Christus? Ja, ich glaube das von ganzem Herzen. Bist du bereit mit Gottes Hilfe von dieser Wahrheit zu zeugen? Und bist du bereit, dass diesen Glauben verantwortlich wiederzugeben und auch zu leben? Ja, mit Gott seine Hilfe im Beistand. Bist du bereit, mit selbstlose Handgabe die Pflichten als Missionspastor und die damit verbundenen Amtshandlungen zu übernehmen und bist du bereit, en Leib und Treu dem Herrn in dieser Mission zu dienen? Ja, mit Gott seine Kraft und Hilfe. Als das dein Verlangen und Vernehmen in diesem Dienst, die Prinzipien, die der Herr uns lehrt, durch sein Wort wiederzugeben, und auch die Glaubenslehre, zu der wir uns als Mennoniten-Gemeinde holen. Was sagst du dazu? Ja, das ist mein Verlangen. Nu eine Frau und die, Schwester Maria. Unterstützt du wahrlich den Ehemann in diesem Dienst? Und was du gemeinsam mit ihm in diesem Dienst im Gebet, in Fürbitte zu gehen, im Amt zu ermuntern, in dieser Arbeit und daran teilzunehmen, wo der Herr die zu Not schenken lässt? Was ist deine Antwort? Ja, mit Gott seinen Beistand und Hilfe.
Liebe Geschwister, ich kann auch ein Wort zu Jünte sagen, weil ich han Wort gehört. Und, so ist die Bibel sagt, da ist das Grot, und wir sollen den Herrn am Arbeiter beten, wir haben da am Gebet, weil die diese Geschwister mit Gebet in Ehrendienst Mut zu sprechen, beistehen und hingeernst tun, so dass Gott den brücken kann und dort noch viele Säulen können gerat worden dadurch. Wenn das Kind fast vernehmen ist, dann besser Kind dort mit Abstand zu beweisen. Da würde ich Isaac und Maria früher noch durchschneiden und die Person wird gefragt worden, hinterher zu kommen, Juan und Jacobo hinterher zu kommen. Wir neigen uns zum Gebet. Auf dem Bekanntnis in Gelübde verordne ich die zum Amt als Pastor für die Taromara-Mission im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Unser Herr und Meister, der die berufen hat, möchte die geben in die mit Kraft und alles, was du brauchst, der Tau. Ich kann das so mehr machen, dass du mit Frieden und Erfolg das hier kannst. Der Menschen, in gnädiger Gott, segne dieses Tag und gib die Kraft und Genug und Weisheit, die im Ehemann in alle Gott ergeben hat, in seinen Schutz, aus seinen Gehilfen dort zu sein, und an in dieser Arbeit zu starten. Mocht der Herr wieder durch segnen. Der Herr segnet und beschützt ihn. Mocht der Herr seinen Geist ab ihn ausgeben und ihn viel Kraft schenken. Mocht ihn ausrasten im Werk den evangelischen Dienst, der ihn nicht abgedreht ist von der Gemeinde und unvertraut ist, auszuleben und zu führen. Und mocht Christus, die ihr kriegen für alles, was getan wird in dieser Arbeit. Und allmächtiger Gott und vor dem Himmel, wir kommen die Vater im Namen von unserem Herrn Jesus. Du bist würdig zu nehmen, Lob, Ehre, Preis und Dank, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu dir kommen wir nun, und wir wollen in dieser Stunde unser Herzen erheben, unsere Gedanken, und die, weil wir als Gemeinde diese Deiner anbefehlen, dass das Werk, wo sie nicht zu bestimmt sind. Wir beten, die, dass du muchst wirklich führenden leiden, dass sie diese Berufung, diese Arbeit als Missionsprediger vollenden können, was du an uns vertraut hast. Dass du an Uterasten, halbernd, jeffernd, durch deinen Geist, dass sie mochten, das mit göttlicher Läuf tun können. Merk du an tüchtig, brauchbar, und Werkzeug in deine Hand zu sein, dass sie kann geschickt sein und fähig sein, dort zu tun. Und musst du mit deinem Geist entleiden und führen. Herr, ich bete besonders auch für seine Ehefrau. Die besieht am Knien dat, dass sie mocht wirklich die Kraft haben, diese Berufung mit ihm zu gehen, und dass sie mocht kann demütig und selbstlos auch durch am halten. Wir beten auch für ihre Familie, die vielleicht dadurch wird nicht die Gemeinschaft mit ihnen haben, wird sie anders vielleicht wurden, Eltern, Geschwister, dass die mit aller Macht geben, dass sie doch können mit den Bären hängen und stehen und unterstützen mit was sie tun. Herr,
help ons, alle, dat we de heilige Pflicht, die du ons gegeven hast, doen können. Herr, erheer ons en jaf, dat die Verheitung ook hier wordt vollführt worden. Dit beten we in Jesus Christus in heilige Namen. Amen. Bitte, ich kann abschließen. Der versäumt das, ich will sagen. Marius alle. Wel, we zijn dankbaar voor jullie als gemeente dat we dat weten dat die hingen aanstaan en op zoals we ook al voor vele jaren hier ook met verwikkeld werden in veel dingen en in ons in de arbeid en nu bij ons de roep aan ons non-kjem van de von den Kirchenrat uit, dann wir von Stolz hier, was wir dann unter uns paar nicht wirklich viel darüber reden deuten. Wir beten da bestimmt alle beide ganz fair. Und dann ein Tag, dann sehe ich meine Frau, was hast du gedacht auf die Frau? Was da an uns erst. Und wir fallen bei den Raub und meine Frau sagt, dass wenn ich nur mein Fleisch und Blut noch fragen würde, dann würden wir näher sein. Aber ich fall den Raub von Gott, wie es mein Salven gibt, sei mir ganz in Erstattung von wie das wollen, taub von unseren Herren down. Und ich sage auch einen Dankschein für uns als Gemeinde und ich freue mich wieder, ich freue die Gemeinde, dass die wollen mit uns taub diese Abgabe übernehmen. Wir können und wollen diesen Dienst für unseren Herrn Jesus Christus nicht allein tun. Bei dieser Bestätigung erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gott in der Gemeinde. Wir Frauen wieder an jene Gebete in Unterstattung. Und dort mache ich noch aus Johannes 15, Vers 4, 5 und 7 lesen. Wir dort uns bewusst sind, dass wir dort nicht mit unserer eigenen Kraft können tun, doch ich auch krieg an diese Versen, wo Jesus der Weinstock ist und wieder Reben. Johannes Kapitel 15, Vers 4. Blieft in mir und ich, wo in jünd blieben. So als der Rank nicht Frucht bringen kann, wenn der nicht an Weinstock bleibt, so kann je auch nicht Frucht bringen, wenn je nicht in mir blieben. Ich sehe den Weinstock und je sind die Reben. Wer in mir bleibt und ich in Arm, der bringt viel Frucht. Und mich kann je nur staunen. So, und das ist wirklich uns Verlangen, dass wir uns
Wir würden das nicht angehen, wenn wir nicht das Vertrauen haben, dass wir können in Jesus Christus bleiben und dass er uns wird beistehen und helfen in dieser Arbeit. Und dann noch Vers 7. Wenn je in mir bleiben, in meine Wert in jünd bleiben, dann frag nu wat je wollen en jünd wat dort gegeben worden. So, das sind große Verheißungen in Gott sein Wort. Und wenn wir wollen in Arm bleiben, in Heu in uns, so dann haben wir die Freiheit, auch nu Gott zu gehen mit all unseren Frauen, Bedürfnissen, was immer wir haben. So, das ist so, wie das ich gedacht habe. Und ich würde bloß noch einmal fragen, als die würden uns im Gebet in Evenswinger starten. Vielen Dank. Ich gebe Juan wieder das Programm. Wir sind über den Ende gekommen von dem Programm. Wir wollen uns nu noch ein Schlusslied singen. Und nu würde ich fragen, auf Peter Schnefern zu kommen, um uns mit den Sehen zu entladen. Un recordatorio nomás a los que tienen los equipos de traducción, favor de dejarlos allá en la entrada, entregárselos a los ujieres. Gracias por venir y que pasen un buen día todos. Todo lo que nosotros hemos hablado hoy, podemos estar seguros que tenemos un buen amigo que prometió seguirnos todos los días y no nos dejarnos solos. ¿Podemos cantar esa canción en castellano, por favor? Que pongan el texto en español para que todos nosotros podamos cantar esta canción. El que quiera cantar la canción en alemán, que toma el libro para poderlo cantarlo en alemán. Y pida a ustedes que se pueden poner de pie, por favor. Oh, qué amigo nuestro es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos toda Él en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos toda a Dios en oración. Puedo pedir que quizás podemos poner algunos libros porque veo que el texto en español no está por la pared acá. En los libros que tienen delante de ustedes, en el número 105, ahí el texto está en español también. Así que si ustedes quieren, entonces pongan el texto en alemán. Pongan el texto en alemán y vamos a seguir con la segunda estrofa cantando en español. Pero los que quieran cantarlo en alemán, que lo canten en alemán. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntales en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió.
Ich mag uns von dir mit den Sehnen loten uit Hebräer 13. En ik würde vragen dat Isaac en Maria en vielleicht auch Kako und Elena dort hängen würden stehen, wann wir wel Mutter sprechen, auch Dankschein sein, was immer, dat je die Gelegenheit haben. Wie Prediger waren von der nicht hingereisen, so wie immer dann Freudigkeit haben, Ernte bereisen, sie können dort so vielleicht, und jeder sieht der einer Stunde, dort dich bei der Bitte der, und dann wir immer wel am Mutter sprechen, so wie der Kairat dort tun. So, wir wollen uns den Sehen lesen uit Hebräer 13 von Vers 20. Wir neigen uns dazu. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was für ihn gefällig ist. Durch Jesu Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Scheiden wir im Frieden des Herrn.